Piranha, heute geht es, wie angekündigt, um die Einrichtung meines 54 Liter Garnelen-Aquariums. Moment, werdet ihr denken, was redet der Typ da schon wieder von Aquarium? Wir sind doch hier bei Terrariumbau Berlin. Keine Sorge Leute, nicht gleich den Kanal verlassen. Es gibt auch weiterhin genügend und überwiegend Terrarienvideos in Zukunft auf diesem Kanal. Heute also zeige ich euch, wie ich ein Aquarium für Tiger- und Bienengarnelen einrichte und was man dafür alles braucht. Solltet ihr die spannende Geschichte dieses Zwerggarnelenstammes weiter verfolgen wollen, dann schaut euch diesen neuen Blog an. Hier gibt es alle Updates, eine komplette Stammesgeschichte und viele, viele Bilder. Zuallererst sprühe ich die Rückseite des Aquariums an. Ihr könnt dafür natürlich auch eine Folie verwenden. Der Sprühlack lässt sich zur Not recht einfach wieder entfernen. Dann schneide ich meinen Hamburger Mattenfilter in die gewünschte Seitenscheibengröße. Vorab habe ich schon ein Stück Mangrovenholz mit Moos und Angelschnur umwickelt. Ich verwende hier ein Weihnachts- und ein Fadenmoos. Große Teile musste ich schon wieder entfernen, das Moos wächst ziemlich gut in diesem Aquarium. Zum Einsetzen des HMFs könnt ihr auch ein Winkelprofil mit Aquariumsilikon einkleben. Das verhindert, dass Jungtiere durchschlüpfen und hält die Matte in der gewünschten Position. Ich verzichte hier darauf, die Matte hält auch so. In der Matte habe ich 3 Löcher für meine tschechischen Luftheber gestanzt und der Bodenfilter ist auch schon eingeklebt. Wenn ihr einen Bodenfilter auf dem Prinzip eines tschechischen Lufthebers selber bauen wollt, schaut euch dieses Video hier von mir in der Infobox an. Dort seht ihr, wie ich diesen hier selber gebaut habe. Der Bodenfilter wird als erstes zusammengesetzt und durch den Mattenfilter gesteckt. Als nächstes verteile ich das Zeolit um das Ansaugrohr. Das Zeolit verhindert das Ansaugen des Bodengrunds und sollte eine grobe Körnung über 5 bis 10 mm haben. Weiterhin filtert das Zeolit Schadstoffe, auch wenn es dafür eigentlich bewegt werden sollte, um aktiv zu bleiben. Dann verwende ich meinen aktiven Bodengrund. Dieser sorgt für einen niedrigen, stabilen pH-Wert. 4 bis 5 cm hoch aufschütten, vorher nicht ausspülen. Das Becken selber wird eher spartanisch eingerichtet. Moos, Holz und Unterschlupf sollten völlig ausreichen. Javamoos und ein kleiner Moosball bekommen hier auch noch ein neues Zuhause und dann Wassermarsch. 50 Liter destilliertes Wasser eingekauft und mit flüssigen Mineralien angereichert. Alternativ verwende ich eine Osmoseanlage, um mein Wechselwasser selber herzustellen. Welches Wasser ihr verwendet, ist völlig nebensächlich dabei. Das destillierte Wasser hat einen Leitwert um die 15 Mikrosiemens. Völlig reines Wasser gibt es nur in der Theorie. Zum Einlaufen habe ich einen Leitwert um die 400 Mikrosiemens. Später, wenn die Tiere eingesetzt werden, strebe ich einen Wert zwischen 200 und 300 an. Dann, ihr werdet es kaum glauben, kommt ein Damenstrumpf zum Einsatz. Ich setze nämlich nun meine tschechischen Luftheber ein und der Plan ist es, unter den Lufthebern noch Zeolit anzubringen. Mit Netzstrumpfhose und Kabelbinder funktioniert das ganz fantastisch.
Das Wasser wird hinter der Matte eingefüllt. Ein Oxidator darf natürlich auch nicht fehlen. Über die Wirksamkeit von Mineralsteinen kann man sich streiten. Ich habe sie hier einfach mal ausprobiert. Zum Anfüttern der Bakterien nehme ich etwas Babyschrimppulver am ersten Tag. Und dann nach einer Woche mache ich den ersten 1/3 Wasserwechsel. Anschließend werde ich die Wasserwerte messen. Gute Werte sind hier ein pH-Wert zwischen 6 und 7, Gesamthärte zwischen 5 bis 15, Carbonathärte zwischen 0 bis 2 und ein Nitrit- und Ammoniumwert zwischen 0 und 0,25 Milligramm pro Liter. An Tag 10 ein erneutes Füttern der Bakterien. Der Kater kann es kaum erwarten, dass die ersten Garnelen einziehen. Nach 15 Tagen dann ein erneuter 1/3 Wasserwechsel. Das Frischwasser hat einen Leitwert um die 200 Mikrosiemens. Ein erneutes Wasserwertemessen ist Pflicht. Nach 2 bis 4 Wochen können die Angelschnüre von der Deko gezogen werden. Das Moos sollte jetzt festgewachsen sein. Die ersten Posthornschnecken sind auch schon eingezogen und die eine hier wurde natürlich von mir gerettet. Sollten alle Werte soweit im grünen Bereich sein, können an Tag 19 nach einem 90-prozentigen Wasserwechsel die ersten Tiere einziehen. Die ersten 2 Tage bitte noch nicht füttern. Die neuen Tiere dann bitte ganz langsam an das neue Aquariumwasser gewöhnen. Hier zum Beispiel mit der Tröpfchenmethode. 2 bis 4 Stunden tropfen lassen hat sich bewährt. Die ersten 10 Tiger- und Bienengarnelen sind also eingezogen. Hier sieht man noch die Waschbär-Tigergarnele. Ich habe euch hier gezeigt, wie man das Aquarium in kürzester Zeit einlaufen lassen kann. Ich habe mir mit diesem Aquarium Zeit gelassen und die ersten Tiere sind erst nach 4 Monaten Einlaufphase eingezogen. Die Tiere haben sich sehr gut eingewöhnt und auch sehr schnell Eier getragen. Zurzeit gibt es 3 verschiedene F1-Nachkommen. Alle weiteren Entwicklungen lest ihr hier in meinem Blog nach. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen, lasst euch nicht ärgern, abonniert, liked und teilt den Kanal und bis zum nächsten Mal.